Die dritte Chemotherapie habe ich gerade hinter mir und es geht etwas besser. Hallo zusammen, da bin ich wieder. Diesmal von meiner kleinen Morgenrunde mit Gerda. Wir sind unterwegs, gehen etwas spazieren. Es ist noch schön kühl, wir haben so ungefähr 15 Grad. Ja, die dritte Chemo, die mit 2 Wochen Verspätung angefangen hat, wegen der Antibiotikkur, habe ich hinter mir. Ja, wir mussten ja später anfangen, weil ich ja wieder eine angehende Blutvergiftung hatte. Die Entzündungswerte sind gestiegen, die waren bei 40. Zusätzlich auch noch 3 Zeckenbisse, weil wir Möcki waren. Naja, kann man nichts machen, kann passieren. Ja, die Therapie fing montags an. Ich bekomme dann jeden Tag Spritzen. Der erste Tag geht so. Der zweite Tag werden die Spritzen schon etwas widerlicher, denn der Bauch schmerzt unheimlich davon, die untere Bauchdecke. Ich habe immer noch Abdrücke, obwohl es schon länger her ist. Ja, der Unterbauch, der ist also dunkelrot. Die Einstichstellen sind knochenhart. Und wenn ich meine Nachmittagsspritze setze, die mit den Gerinnungshemmern, da muss ich genau aufpassen, wo ich hinsteche, denn das kann enorm schmerzhaft sein. Ja, der zweite Tag, der war dann schon etwas unangenehmer. Ich habe zum Glück die Termine jetzt ein bisschen in den Nachmittag verschieben können, damit ich den Morgen für mich habe, klar im Kopf bin, nicht mehr so müde rumlaufe wie so ein Geist. Und die ersten Spritzen waren also auch nicht sehr hart wegen der Antibiotika, die in dem Zeitraum noch 3 Tage genommen werden mussten. Aber trotzdem hauen die ganz schön rein. Den zweiten Tag habe ich nachmittags wieder nur geschlafen. Ich nehme nach den Spritzen 1,5 Stunden später noch Medikamente dafür. Das sind also 4 riesige Tabletten. Und bevor ich die Spritzen kriege, muss ich eine Tablette nehmen gegen die Übelkeit, die Übelkeit unterdrückt. Sonst seid ihr nur am Kotzen. Ja. Naja, so geht das dann 5 Tage. Und 7 Tage musste ich dann die Tabletten nehmen. Das war diesmal relativ kurz. Die ersten 2, die haben sich über 2 Wochen gezogen. Also in den 2 Wochen war ich dann zu nichts zu gebrauchen. Ich habe sowieso in dieser Woche nur das Nötigste gemacht, vorher eingekauft, damit ich nicht jedes Mal los muss, wegen jeder Kleinigkeit. Und nur zu Hause das Nötigste. Ja, der Mittwoch, der war krass, da hat man mir die Injektion gegeben. Ich habe gedacht, man spritzt mir Schwefelsäure in den Bauch. So hat das gebrannt. Ja, das war wirklich die Hölle, die eine Spritze. In jeder Spritze ist irgendwas anderes, das wird kurz vorher noch angemischt. Und Vorteil ist natürlich, dass ich das hier in Imatra machen lassen kann. Aha. Ja, meine 2 Telefone bimmeln, ich muss meine Tabletten nehmen. Ja, so eine Erinnerungs-App muss man natürlich haben, bei den ganzen Medikamenten, die man schluckt. Ja, auf jeden Fall hat sich das dann bis Freitag hingezogen. Und wie ich schon sagte, die dritte Spritze war enorm heftig. Und es wird dann immer schmerzhafter. Mein Wohlbefinden in der Zeit, das geht dann runter. Ich werde mehr schlapp. Und die Spaziergänge mit Gerda, die werden dann immer schwerer.
Ich bekomme dann wieder schlecht Luft, weil das Hämoglobin dann absackt. Und ich versuche dann wirklich langsam nur zu gehen, aber sie hat es immer so eilig. Ja, und nach der Woche war ich dann relativ froh, dass es vorbei war wieder. Hab dann auf die Blutergebnisse gewartet. Ich musste dann 3 Tage später erstmal zur Blutabnahme. Sie hatten sich dann leicht verbessert. Und die Woche danach brauche ich dann erstmal zum Regenerieren, um wieder auf die Beine zu kommen. Ja, und jetzt laufen wir schon ein paar Tage durch die Gegend. Wir haben jetzt den Weg, den wir hier nehmen. Das ist einer unserer Lieblingswege gewesen letztes Jahr. Den nehme ich gerade zum 2. Mal, weil das der längste ist. Da bin ich also über eine Stunde mit dem Hund unterwegs. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, mal auf so einem Stein zu sitzen, zwischendurch. Ist wunderschön hier die Gegend und sehr ruhig. Ich wollte gerne eigentlich ohne Leine laufen lassen hier. Aber ausgerechnet heute kam uns ein Hund entgegen. Die Leute sind dann umgedreht. Die wissen also, dass es mir nicht so besonders geht. Dann kommen die schon gar nicht bei uns in die Nähe, damit die Hunde nicht so rumtoben. Ja, gestern hat Gerda ihren Freund besucht, das ist auch ein Labrador. Da kommen wir dann beim Spaziergang immer vorbei. Die beiden, die haben sich so gefreut, sich wiederzusehen. Sie haben sich vor 3 Wochen erst kennengelernt. Ja, gesehen hat man sich schon öfters. Und bald werden wir die Leute mal besuchen, dann werden wir ein bisschen im Garten sitzen und die Hunde, die können ein bisschen rumtoben. Ja. Die Kleine hat gestern den ganzen Nachmittag von ihm geträumt. Hunde reden im Schlaf. Und sie bewegen sich und anhand der Bewegungen und anhand der ganz, ganz leisen Belllaute kann man dann nachvollziehen, was sie träumen, wenn man den Tagesablauf weiß. Ja. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es jetzt langsam mal ein bisschen was besser wird. Ja, also heute Nachmittag kann ich diese Runde nicht mehr gehen, denn das wäre dann zu viel. Dann habe ich nämlich morgen nicht so viel Luft. Das Thema hatten wir nämlich schon. Und dann in 2 Tagen noch weniger. Ja, wir sind letztens eine Runde gegangen, die dauerte also 3 Kilometer, die sind wir 2-mal am Tag gegangen. Und das war dann zu viel. Am anderen Tag habe ich nur 1,5 Kilometer geschafft und noch einen Tag später waren es nur 450 Meter. Da war ich also am Ende. Ja, so einfach ist das noch nicht. Ja, das Hämoglobin sackt dann ab, wenn man zu viel Sauerstoff verbraucht. Und dann dauert es ein bisschen, bis das dann wieder hochkommt. Ja, wir werden heute mal wieder nach Imatra reinfahren. Ich habe mich letzte Woche mit 2 Abonnenten getroffen, mit Arthur und mit Angela. Viele Grüße. Und wir waren nach Kaffee trinken in Imatra, haben viel erzählt, viel gelacht. Ich habe ihnen ein paar Tipps gegeben hier von der Gegend. Sie wollten zu den Felsmalereien und dann habe ich ihnen so noch ein paar Tipps gegeben, was es hier so an Sehenswürdigkeiten gibt. Ja. Naja, ich werde mal ein bisschen Grillfleisch heute kaufen, denn wir wollen die Tage auch irgendwann wieder ans Möcki, wenn es mal nicht regnet. Unser Sommer ist absolut scheiße. Wir haben viel Regen gehabt in diesem Sommer. Es ist viel kühler als normal. Am Tag sind es 20 bis maximal 25 Grad.
Und ja, ein Wochenende haben wir ja geschafft am Maki, wo ich dann wieder nach Hause musste. Ja, das war nicht so prickelnd. Also ich muss jetzt erstmal die Blutwerte abwarten und die sagen mir dann, ob ich da hingehen kann oder ob die Gefahr einer erneuten Blutvergiftung, falls ich mich wieder irgendwie verletze, falls ich mich im Finger schneide oder sonst was, wieder gegeben ist. Ich habe ja kein fließend Wasser, ich kann mir nicht laufend die Hände waschen. Ja, ich lebe da mitten in der Natur, ohne alles. Ja gut, ein bisschen Strom habe ich von der Sonne, ja, für Telefon und Laptop zu laden, aber ansonsten ist da nichts. Der nächste Nachbar Kilometer entfernt. Ja. Naja, ich habe wahrscheinlich wieder jetzt die Hälfte vergessen, weil ich längere Zeit kein Video gemacht habe. Aber wie gesagt, das liegt an der Chemo, da habe ich zu nichts Lust. Ja, und auch die Woche danach dauert das ein bisschen, bis ich den Motor wieder angeschmissen kriege. Gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen schönen Sommer, habt schon Urlaub gehabt oder habt noch Urlaub. Dann seid ihr die Glücklichen, die sich noch freuen können. Die anderen schieben jetzt wieder ein Jahr Frust. Ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und munter und ich hoffe, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Hey, hey!